I wouldn't describe any of my paintings as either abstract or figurative. They're like a space in between, which you could say for like a lot of painters. But I think for me, it's about that unknowable space that exists only within painting. And somehow I'm always trying to get close to that. And so either through the supplicants or either through the erections for Transatlantica or any other series, it's some kind of contained container that I'm trying to create. And within that, there is this space of the unknown. I'll just start painting faces, but I wasn't thinking of them as faces. I was thinking of them more as kind of containers or vessels in a sense. And I would just use who was ever local to me, which is friends, acquaintances or friends, anybody who wanted to pose. But I wasn't thinking about them in terms of their portrait or their psychological space or their personality. I was just thinking of using their head as a kind of container. And then from there, I would make a kind of intervention through my various drawings. And when the intervention played out, I would have something in the end that was not necessarily a hybrid, but more of a kind of unknowable being. It was a way of disembodying something and then re-embodying it with something else. One of the series of erections for Transatlantica, which is this umbrella title for a larger series that's ongoing, and it started back in 2009. And each painting also has its own individual title based upon usually a female name, and that female name comes from either other artists who I admire or political leaders or scientists or writers. It doesn't matter what background, but it's usually somebody I have some kind of interest in. Erections for Transatlantica was born out of that space, again, of amalgamation and an in-between space. And so because I live in that kind of diasporic kind of space, the Transatlantica was a kind of a place of origin because I'm always crossing between Europe and North America. And so it's a suspended space. It's neither abstract or figurative. That's the beginning of the origins of those paintings. They appear like they're paintings of sculpture. I call them erections because they are about me erecting something, maybe like a kind of homage to something else, but it's about a kind of survival or a marker or a smoke signal to other parts of identity that exist between that space of Europe and North America. The idea of the ocean is always a space of possibility, of plenitude, yet it's also a conflicted space because it's a space of erasure and of envelopment and annihilation. So these paintings, again, are about a kind of conflicted space, which is one of the reasons why they don't have a ground to them. They're suspended. They're always anchored by either color or the actual forms, but they don't sit on anything. They feel like they're almost like they're floating in a sense. Was für mich im Kontext eben dieser Ausstellung sehr wichtig ist, dass es nicht um die einzelnen Objekte geht, sondern um das Zusammenwachsen von Skulptur und Fotografie. Also ich wollte, dass das sozusagen ganz eng, sage ich mal, zusammenrückt und dass man so Bezugsfelder aufspannt zwischen figürlichen, architektonischen und eben diese hybride Skulptur und dieses Verhältnis auszuloten, das war in dem Kontext eben für mich sehr wichtig. Von der Bildhauertechnik, es ist geschnitzt und dann aber mit einer Art textilen Überzug quasi versehen, also wo sich quasi Skulptur und Plastik miteinander verbinden und das ergibt eben diese eigenartige, weiche Oberfläche, die auch für mich so im Metaphorischen auch für so das Fließende eigentlich steht, wie so eigentlich eine Wasseroberfläche, so etwas Weiches suggeriert. Die Vitrine ist jetzt sozusagen nicht ein Objekt, das das tatsächliche Kunstobjekt beschützen soll, sondern es ist vielmehr eben der
architektonische Raum. Das auszuloten, dass eine Fotografie eben ähnliche Qualitäten ausreizen kann wie eine Skulptur. Also das heißt, dass es in den Fotografien eben ganz stark um Plastizität und um Raum geht. Dass man das Gefühl hat, dass das so etwas Körperliches bekommt, dass man fast in das Bild reinsteigen kann oder dass man fast das Gefühl hat, man ist da drinnen, man ist vor dem Gebäude. Das ist das, was mich da an dem so interessiert hat, also diese physische Präsenz, die das Gebäude eben also ganz stark vermittelt. Ja. Bei Canova ist es wiederum so, dass man das Gefühl hat, als würde sich dieser Fuß quasi fast bewegen. Er hat so eine unglaubliche Lebendigkeit. Und das ist für mich eben das Interessante und das ist auch sozusagen Motivation, da immer wieder hinzugehen und sich diese Skulptur auch anzuschauen. Ja, es ist interessant für mich zu spielen mit dieser Kontrolle oder Nicht-Kontrolle, scheinbare Kontrolle oder wirkliche Kontrolle. Und ich glaube, da geht es nicht darum, ob ich jetzt zufrieden bin oder nicht, sondern wenn ich etwas mache, dann weiß ich habe eine Idee, aber dann weiß ich letztendlich nicht, was daraus entstehen wird, wie das letztendlich ausschauen wird. Und das ist auch das Spannende an der Arbeit, dass man zum Schluss irgendwie überrascht ist. Diese Ornamente, sie haben auch die Rolle zu faszinieren und zu berauschen. Also dass man den Alltag vergisst und sich den Göttlichen gibt und so. Und das schaffen sie aber mit einer wahnsinnig rigide Struktur. Es geht sehr stark um eine ambivalente Haltung. Also das strenge Ornament, dann mein Verhältnis zu ihm, das, was ich mit ihm mache und mein Skepsis gegenüber dieser Strenge und dann doch die Faszination, die noch immer da ist.